Ende November 2022 hat Titoni der Seascoper ein zweites Schwestermodell zur Seite gestellt. Die Seascoper 300 ist, wie man unschwer am Namen erkennen kann, bis 300 und nicht mehr bis 600 Meter wasserdicht. Mit der reduzierten Wasserdichtheit kommt auch ein etwas flacheres Gehäuse. Der Durchmesser von 42 mm ist gleich geblieben, aber die Bauhöhe ist von 14, irgendetwas auf 12,5 mm geschrumpft. Die Länge von Bandanstoß zu Bandanstoß beträgt 51,5 mm und ebenfalls im Zusammenhang mit der etwas weniger performanten Wasserdichtheit, das Heliumventil bei 9 Uhr ist hier entfallen. Ein weiterer Unterschied zur Seascoper 600, das Modell kommt mit einem Sellita SW200 mit COSC-Zertifizierung, also nicht mehr mit dem T10-Kaliber von Titoni selber, und damit ist der Gehäuseboden auch massiv ausgeführt worden. Die Krone und der Boden sind beide verschraubt. Bei den Bändern steht ein Textilband zur Wahl mit Dornschließe, ein Kautschukband mit Fallschließe und ein Edelstahlband mit Fallschließe mit Schnellverstellung. Insgesamt bietet Titoni die Uhr in 3 Zifferblattfarben an, nämlich Schwarz, Blau und Grün. Bei den Drehringen steht dasselbe Farbspektrum zur Verfügung, mit der Ausnahme, dass das schwarze Zifferblatt auch mit einer blauen Lünette und einer grünen Lünette verfügbar ist. Dadurch, in Kombination mit den unterschiedlichen Bändern, stehen zu Beginn bereits 13 unterschiedliche Modelle zur Verfügung. Die Preise starten bei 1.465 Franken und gehen bis 1.570 Franken für die Version am Edelstahlband. Wie gesagt, die wichtigsten Daten: 300 Meter wasserdicht, 42 mm Durchmesser, kein Heliumventil, massiver Boden und verschraubte Krone. Ein optischer Unterschied zur Seascoper 600 findet sich auf dem Zifferblatt und auf dem Drehring. Hier kommen nun ausschließlich grafische Elemente zum Einsatz und nicht mehr arabische Zahlen. Wer mehr über die Seascoper 300 erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es einen Link mit weiteren Fotos und Informationen zu den Modellen. Wer Fragen hat, kann gerne jederzeit das Kommentarfeld benutzen und ich freue mich wie gewohnt über ein Like und noch mehr über ein Subscribe.